Hallo und willkommen zu Thailand Vlog Nummer 4. Wir sind heute in Thong Sala, genau gesagt am Pier. Und nachdem wir euch letzte Woche ja an einem, sage ich mal, Arbeitstag mitgenommen haben, geht es heute runter von der Insel. Und zwar für uns geht es heute in den Ang Thong Nationalpark. Wir haben da so eine tolle Tour gebucht. Und was uns erwartet, das seht ihr nach dem Intro. Wir sind jetzt angekommen am ersten Spot. Wir waren jetzt eine knappe Stunde mit dem Speedboat unterwegs und das erste Learning gleich für heute, wenn man diese Ang Thong National Park Tours macht, dann ist es immer so, dass wenn bis zu 27 Leute unterwegs sind, dann fährt man auf einem kleinen Speedboot. Wenn es mehr Personen sind, dann gibt es ein größeres Boot und so wie es ausschaut, wir sind heute glaube ich genau 27 Leute. Wir wurden zusammengepfercht, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so cool, da wäre uns ein größeres Boot deutlich lieber gewesen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Jammern auf einem hohen Niveau. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was zur Tour. Wir haben das mit dem Anbieter Orion Boat Tours gemacht. Wir haben das über einen Freund gebucht, also haben wir statt 2200 Baht haben wir nur 1700 Baht bezahlt. Also ich glaube, das geht voll in Ordnung. Wir haben hier noch die Eintrittspreise für den Nationalpark dabei. Ja, Christina ist wieder zurück. Und wie gesagt, 1700 Baht. Orion findet ihr auch online. Es gibt natürlich auch noch private Touren, wo dann weniger Leute drauf sind. Die kosten natürlich dann auch um einiges mehr. Wir sind jetzt noch nicht direkt im Nationalpark, wir sind am Fuße davon. Wir fahren dann im nächsten Stop hinein. Angekommen an unserem wunderschönen Lunchspot in einer kleinen süßen Bucht. Wir haben hier jetzt circa eine halbe Stunde Layover, haben die Möglichkeit hier die kleine Bucht ein bisschen zu erkunden. Wer möchte, kann auch schnorcheln gehen. Das werden wir jetzt in diesem Fall nicht machen. Und dann geht es, glaube ich, weiter zum Kajaking und zum Hiking. Jetzt haben wir super Glück mit dem Wetter. Schaut euch das an, die Sonne scheint, das Wasser ist glasklar. Es ist wirklich wunderschön hier. Thank you! Lunchtime! Wasser erfrischt und jetzt werden wir mal schauen, was wir hier zu essen bekommen. Okay. Das sieht schon mal echt gut aus. Das sieht mir nach Tofu mit Gemüse aus. Das sieht aus wie Chicken. Das scheint so Papaya-Salat vielleicht. Und eben Reis. Das Ganze mal 2 sieht richtig lecker aus. Und natürlich mit dieser Location kann es nur gut schmecken.
Nach knapp 45 Minuten sind wir jetzt nun fertig hier auf unserem Lunchstop. Es geht jetzt weiter zu unserem nächsten Spot, da werden wir ein bisschen hiken. Wir sind jetzt angekommen bei unserem dritten Spot und jetzt heißt das für uns ab nach oben. Ready? Na, ready. Ich glaube, die ersten 20 Meter von 150 sind geschafft. Aber der Ausblick ist schon nice. Aber jetzt geht's noch ewig rauf da. Oh Mann. So, ready? Ja, was macht man das für YouTube, Mann? Oh dear. So, wir sind jetzt so knapp 1,5 Stunden hier rauf marschiert. Ich glaube, es war so ein 8 Kilometer Marsch. Ein bisschen außer Puste. Aber gebt euch den Ausblick hier. Und wie lang war es jetzt wirklich? Ja, ein bisschen kürzer vielleicht. Vielleicht. So 3 Minuten? Nö, 3 Minuten nicht. Hey, das waren jetzt locker 10 Minuten waren das jetzt mindestens. Hey. Das waren locker 10 Minuten. 10 Minuten sind lang. So ready to go down? Gehen wir so an. Ab geht's. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Den Trail, den wir jetzt gerade bestritten haben, das ist der Dalenai Lagoon Trail. Also der ist ziemlich einfach eigentlich. Man muss ein bisschen aufpassen beim Steigen, weil die Stufen sehr, sehr schmal sind und auch sehr steil sind. So wie hinten am Schild steht, ist für moderates Fitnesslevel geeignet. Also das sind 150 Höhenmeter, im Gesamten sind es 170 Stufen nach oben. Aber es ist sehr, sehr viel los. Wir waren jetzt, ich denke mal, 45 Minuten wahrscheinlich sogar etwas länger hier. Jetzt geht es dann weiter zum letzten Spot für diese Tour. Auf den freue ich mich persönlich ganz extrem. Wir sind jetzt angekommen an unserem nächsten Spot und zwar hier auf der Hauptinsel vom Andong National Park. Und jetzt nehmen wir mal unseren Hiking Guide. Whoop. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach oben zum Aussichtspunkt. Ich bin gespannt, wie lange wir jetzt gehen. Wir haben alles in allem 1,5 Stunden Zeit, um dann wieder bei unserem Boot zu sein. Da geht's rauf. Dieser Trail nennt sich Pha Yun Yaras Nature Trail. Der ist 500 Meter lang und man braucht laut Beschilderung 1 Stunde, bis man oben ist. Für alle, die es lieber etwas entspannter haben, haben wir hier nach ungefähr 100 Metern den ersten Rest Point. Er hat schon einen Fan gefunden. 100 Meter steil nach oben. Man hat hier schon eine geniale Aussicht. Nachdem mir das hier nicht hoch genug ist, geht es für mich jetzt ab nach oben. Es ist noch 400 Meter bis zum höchsten Punkt. Also, let's go. Angekommen an Resting Point Nummer 2. Also hier im Nationalpark gibt es 2 Regeln. Regel Nummer 1, keine Tiere füttern. Regel Nummer 2, ohne Erlaubnis nicht mit der Drohne fliegen. Da kann man richtig Probleme bekommen im Nationalpark. Und was man dafür alles beachten muss, im Vorhinein schon beantragen muss und so weiter, das erzählt euch dann der Mario wieder, wenn ich unten bin.
ich euch jetzt den falschen Spot gesagt. Wir müssen noch weiter nach oben. Am höchsten Punkt vom Viewpoint. Oh wow, also es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt heiße 20 Minuten hier raufgebraucht. Also das heißt, man ist in unter 40 Minuten wieder unten. Wir gehen jetzt wieder nach unten. Bin gespannt, wie lange wir brauchen. Es ist etwas tricky, also da muss man auf alle Fälle sehr aufpassen. Es ist aber jetzt auch nicht so schwer, man muss ein bisschen aufpassen bei den Stufen, weil sie teilweise ziemlich unterschiedlich sind. Für die Schuhe muss jeder schauen, was er für richtig hält. Also viele gehen barfuß hoch, viele gehen mit Flipflops hoch. Ich habe mich für Turnschuhe entschieden. Bin gespannt, ob der Marian auf seinem Resting Point sitzend auf mich gewartet hat. Und er hat auf mich gewartet, der ist noch da. Und genau diese heiße Zeit braucht es, um wieder runter zu gehen. By the way befindet sich hier auch ein Ressort. Wir haben hier hinten mit einem Restaurant, hier mit der Rezeption. Dann da oben ist die Camping Area, da kann man sich, glaube ich, für 400 Baht pro Nacht ein Zelt mieten. Und diese Bungalows, die ihr hier sehen könnt, diese hier, die gibt es ab 690 Baht pro Nacht. Eine Sache wollte ich euch noch schnell sagen, und zwar, falls ihr nach oben klettert, ihr braucht kein Wasser mit nach oben nehmen. Das haben die nämlich oben. Wir werden jetzt noch ein bisschen diese süße Insel hier erkunden und dann geht es für uns auch schon wieder nach Hause. Wir haben es jetzt wieder geschafft. Eine Überfahrt, knapp wie lange waren wir jetzt unterwegs? 40 Minuten. 40 Minuten. War wirklich ein toller Ausflug. Was ich vielleicht noch zur Drohne sagen wollte, also wir hatten ja die Drohne mit. Beim ersten Spot hat niemand gefragt, beim zweiten Spot war ein bisschen strenger, da musste ich so ein Amt rein jetzt. Und ist verboten, also man braucht hier, um im Nationalpark bei gewissen Spots zu fliegen, brauchst du eine Lizenz für Thailand, die kriegst du jetzt aber nicht so einfach, die muss man schon 3-4 Wochen, bevor man nach Thailand kommt, beantragen. Also genau. Nur, dass man das weiß, wenn ihr eine Drohne nach Thailand mitnehmen wollt und auch in den Nationalparks oder so fliegen möchtet, dann schaut euch genau bitte im Internet um, was ihr dazu benötigt. Ja, also den Link blenden wir euch auf alle Fälle unten noch ein. Genau. Und das Ganze gilt auch für Drohnen unter 250 Gramm. Genau. Und was vielleicht noch mal ganz kurz zu erwähnen wäre, wir hatten jetzt die Tour gemacht mit dem Speedboot. Das ist eine relativ raue Überfahrt und wir waren ziemlich voll heute am Boot. Also wir waren da knapp 30 Leute, ich glaube 27 Leute. Und wenn mehr Leute sind, dann fährt man mit einem größeren Boot, mit einem langsameren ist vielleicht ein bisschen besser. Also solltet ihr so eine Tour machen, fragt immer, wie viele Leute schon angemeldet sind. Weil wenn ihr mit dem größeren Boot fahren möchtet, wie gesagt, vergewissert euch, dass mehr als 27 schon dabei sind. So, damit man uns besser sieht, schwenken wir das Ganze mal. Das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen und die Aufnahmen haben euch gefallen. Also es ist wirklich ein absolut genialer Trip dort in diesen, wie heißt der? Angthong Nationalpark.
Ist vielleicht ein bisschen überfüllt, aber dann, wenn man an den einzelnen Spot ist, da löst sich das Ganze dann wieder auf. Also ist schon sehr touristisch angehaucht, aber nichtsdestotrotz auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen und ein Abo dalassen wollt und wenn ihr das nächste Video dann nicht verpassen wollt, wenn wir uns von der wunderschönen Insel Côte d'Or melden, dann unbedingt die Glocke aktivieren. Somit sagen wir danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!